Wir haben ziemlich großen Umbau auf der Bühne für das nächste Stück. So, ich nehme die Gelegenheit, Ihnen etwas zu erzählen über das nächste Stück. Das schadet vielleicht nicht, denn das ist sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Was macht ein Komponist, wenn er den Auftrag hat für das 50-jährige Jubiläum von einem Orchester? Einem großen, virtuosen Sinfonieorchester. Ja, die meisten haben in der Vergangenheit ein Gedicht bestellt bei einem berühmten Dichter und dann das in Ton gesetzt. Das wird dann ein paar Mal aufgeführt und freundlichen Applaus und dann wird es vergessen und nie wieder gespielt. Lidholm hat etwas anderes gemacht. Er wollte dem Orchester ein Geschenk geben, ein virtuoses Stück, ein Schaustück, ein Spielstück. Aber sowas kann sehr konventionell sein. Und jetzt wollte er nicht konventionell sein, sondern vom Null anzufangen. Wir haben mit Grieg angefangen, mit Absicht. Das sind ja 4 sehr poetische kleine Bilder, nicht wahr? Sehr schöne Bilder, Morgenstimmung, Osus Död, sehr bewegend. Der Tanz und natürlich da in den Bergkönig, wo alle tollkühn sind und den Bergünd gerne fressen wollen. Ganz schlimm. Aber alle schönen Melodien waren schon besetzt zu dieser Zeit, als Lidholm sein Stück schreiben wollte. Und so macht er was ganz anderes, fängt bei Null an. Keine Melodien, keine Rhythmen, keine Harmonien, nichts Süßes und Schönes, aber doch etwas Aufregendes. Wie macht man das? Ja, das gibt ein Hauptthema dort, aber das wird nicht von einer Geige gespielt oder einer Oboe, ein Horn oder so, irgendein schönes Instrument, sondern von 2 Sandpapiere. Der wird hier stehen, etwa vor der Orgel, und hebt das hoch, fast wie ein Kelch, so in die Kirche. Spielt er. Taugt das als Hauptthema? Ja, wenn man sehr viel Fantasie hat. Dieser Rhythmus ist ja nicht ein normaler Rhythmus. Man kann keinen Takt empfinden, zum Beispiel und sowas, nicht wahr? Sondern es kommt fast wie planlos. Natürlich weiß er genau, was er will. Aber er macht nicht so rhythmische Sachen, sondern kommt eine Note hier, eine Note da, 2 Noten hier, 4 Noten da. Ganz natürlich, so wie Pilze im Wald. Nicht wahr? Die wachsen ja nicht nur in schnurgerade Linien, nicht wahr? 10 Zentimeter zwischen jedem, sondern ein hier, ein da, 10 da, 20 da. Fantastisch. Nicht wahr? Und so klingt das etwa. Ganz spannend. Für die Hobbytischler im Publikum. Das ist das ist ein Geheim Stärke Nummer 80. Ja. Aber das ist nur der Anfang. Das ist auch eine Begleitung. Während er das spielt, spielen die Streicher so gleitende Töne, gleitende in Gruppen und nicht in Einzeltönen, sondern so fast die ganze Skala, alle Töne zusammen. So kommen die runter und kommen wieder hoch. Das klingt so mysteriös. Das ist die Absicht. Dieser Rhythmus, wenn ich das so nennen darf, in der Sandpapier, kann man in vielerorts variieren. Es wird zum Beispiel gespielt von 2 Holzstöcken, später ganz laut. Das ist eine Variante davon. Und natürlich kann man das auch auf Instrumente, gewöhnliche Instrumente spielen, zum Beispiel die Trompeten. Die machen eine Variante
Jede Trompete hat nur eine Note, aber er spielt zum Beispiel die erste Trompete. Und der andere umgekehrt. Und sowas, das sind alles Varianten. Ja, warten Sie nur, bis das Orchester das macht. Die Streicher, da sind übrigens 50 Spieler. Ich habe heute mit den Komponisten gesprochen. Der lebt noch, 94. Der würde gerne hier sein, aber der muss mit ein Wägelchen gehen und das ist ein bisschen schwierig. Aber hier ist er ganz klar, ganz klar. Und ich habe ihn gefragt, wüsstest du, wenn du das schriebst, dass du ein Stück für ein 50-Jahr-Jubiläum mit 50 Streicher, war das dein Plan? Aber was hat das einen Sinn? Und daran hat er nie gedacht. Also man ist so genial, ohne dass man das weiß, nicht wahr? Ja. Die Streicher Glissando am Anfang, die so leise bewegen am Anfang, das findet der Solo-Kontrabass, die hier ganz außen sind an der Wand. Herr Behringer, heißt der, merken Sie den Namen, der steht nicht im Programm, aber merken Sie den Namen. Er spielt ein ganz fantastisches Solo. Und er spielt meistens Glissando. Als er anfängt, so etwa nach 7, 8 Minuten, dann klingt das, als ob er möchte gerne eine Melodie spielen. Ganz schön. Aber dann ruft das aus und das kleine Vibrato wird groß und zu einem großen Glissando. Und am Ende wird er ganz wild. Und wie er das macht, das ist seine Kunst. Danke. Der Komponist wusste genau, was er macht hier. Denn das Orchester, für das er das schrieb, der Stockholmer Philharmonie, das war ein sehr gutes Orchester. Nur ein gutes Orchester, sehr gut können sowas spielen. Aber er wusste, dass das Orchester liebt nicht neue Musik. Das ist so mit dem Publikum auch, nicht immer. Wir sind da auf demselben Boden, nicht wahr? Heute ist das aber anders. Die meisten Orchester spielen sehr gerne neue Musik, das ist sehr interessant. Und das Publikum gutiert das sehr gut. Aber damals, und der schlimmste Gegner der neuen Musik war der Solo-Bassist in dem Orchester. Er hasste neue Musik. Und so hat Lidholm ein großes Solo für ihn geschrieben. Und er wurde total bekehrt. Er spielte das glänzend und nachdem hat er sehr gerne moderne Musik gespielt, sein ganzes Leben. Wir haben auch ein Klavier hier vorne. Das ist kein Klavierkonzert, aber das Klavier spielt eine sehr bedeutende Rolle. Und den Namen von unseren Pianisten haben Sie ja im Programm. Sie spielt das fantastisch. Sie muss viel improvisieren. Viel steht in den Noten, aber viel muss sie improvisieren. Sogar in einem Kadenz. Sie wissen, in jedem Klavierkonzert von Beethoven und Mozart und so, was Sie gut kennen, ist ja ein Kadenz im ersten Satz. Auch manchmal im letzten Satz, vielleicht sogar im zweiten Satz. Hier ist eine große Kadenz in der Mitte des Stücks. Da spielt sie ganz alleine und die spielt nicht auf den Tasten, sondern sie spielt hier auf den Seiten. Und sie pflückt das, sie schlägt das mit einem Hammer, sie schlägt das mit einem Paukenschläger oder sie reibt das mit den Nägeln. Das ist seltsam. Aber das klingt auch ganz fantastisch schön. Das klingt auch großartig. Das klingt an einer Stelle wie ein ganzes Orchester, wie ein Sturm.
dass man sowas machen kann auf einem Flügel, das wusste ich nicht vorher. Also lassen Sie sich überraschen. Am Ende kommt der Kontrabass wieder mit seinen Glissandi. Und das ist eine große Stunde. Ich habe schon angedeutet, wie das klingen wird. Lassen Sie sich überraschen. Am Ende macht er das Allerschwierigste und für mich Allerschönste. Nach diesen fast vulkanischen Ausbrüchen landet er unten auf einen tiefen Ton. Oh, das ist ein Ass. Und dann langsam steigt er. Hoch wie eine Rakete zum Mars, nicht wahr? Landet auf ein hohes B, sehr langsam. Das ist ganz schwierig zu machen. Klingt wunderbar. Wenn Sie das hören, wissen Sie, das Stück bald zu Ende. Aber auf diesem hohen B da oben, das findet das Orchester, das sehr genau zugehört hat, ganz toll. Und die nehmen diesen B auf. Das erste ist unser Solotrompeter. Ein B klingt ja besonders schön auf eine B-Trompete, nicht wahr? Und der nimmt diesen Ton und sehr leise, mit Dämpfer. Und sehr langsam wird das lauter und lauter und lauter. Wird übernommen von den Holzbläsern, von den Streichern, dann von anderen Blechbläsern. Das dauert eine Minute oder zwei fast. Wird lauter und lauter. Und wenn das so laut ist, dass wir das nicht mehr aushalten können, wir auf der Bühne nicht und Sie auch nicht, dann kommt ein Abschluss, das ganze Orchester fällt zusammen, wie als ob von einem Meteorit geschlagen. Und dann ist das Stück zu Ende.